Durch die westlichen Demokratien Europas zieht sich ein Trend. Eine sozialdemokratische, eine liberale und eine konservative bis rechtspopulistische Partei zählen zu den größten des Landes. Öfters ist die Parteienlandschaft noch stärker zerstückelt. In den USA gibt es allerdings nur zwei relevante Parteien: eine liberale, die Demokraten, und eine konservative, die Republikaner. Also stellt sich die Frage, warum gibt es keine große linke Partei in den USA? Ein Zustand, der stark mit der Geschichte der USA verwoben ist. Die Arbeiterbewegung der USA im 19. Jahrhundert spielt sich hauptsächlich in kleinen Gewerkschaften oder politisch unwichtigen Parteien ab. Erst mit der Gründung der Socialist Party of America 1901 wird der erste Grundstein für eine Mainstream-Arbeiterpartei gelegt. Im 19. Jahrhundert schafft es die Gewerkschaft Knights of Labor sogar eine große Menge der Arbeiter unter dem Banner zu vereinen. 1905 entsteht die syndikalistische Gewerkschaft IWW, die auch nicht davor zurückschreckt, Betriebssabotage zu begehen, um ihre Forderungen gegenüber Firmenbossen durchzusetzen. Anders als die Knights of Labor überlebt die IWW die 10er-Jahre und konnte sogar Sektionen außerhalb der USA gründen. Nach einem Bombenanschlag auf eine Gruppe Polizisten durch einen bis heute nicht identifizierten Protestanten kommt es zu einem Massaker. Die Polizei schießt bei der Demonstration für eine geringere tägliche Arbeitszeit in Chicago um sich. 8 eigentlich unschuldige Männer, hauptsächlich Anarchisten, werden teilweise zum Tod verurteilt. Das Jubiläum des Massakers wird jährlich am 1. Mai international gefeiert. Die Justizaffäre um das Massaker sollte ein Vorzeichen sein, was vielen amerikanischen Linken in den nächsten 50 Jahren blühen sollte. In Europa tobt Krieg und fließt Blut. Der Erste Weltkrieg hat begonnen. Für viele Sozialisten bedeutet das, für Frieden einzutreten, unter anderem, weil diese den Krieg als den Kampf von Supermächten um Kolonien ansehen. Wegen eines Gesetzes, das es verbot, gegen das Einmischen der USA in den Weltkrieg zu agitieren, wurde Eugene Debs, Parteivorsitzender der Socialist Party, inhaftiert. Obwohl er im Gefängnis saß, konnte er doch 1 Million Stimmen im Präsidentenwahlkampf 1920 erringen. Szenenwechsel: In Russland wurde der Zar gestürzt. Ein Bürgerkrieg zwischen Zarloyalisten und der Roten Armee endet mit dem Sieg der Bolschewiki, die damit beginnen, die totalitäre Sowjetunion aufzubauen. Aus Angst vor einem kommunistischen Aufstand in den Vereinigten Staaten beginnt eine Kette von Ereignissen, die als der erste Red Scare bekannt werden sollte. Es kommt zu politisch motivierten Attacken auf nahezu sämtliche Linke. In den Palmer Raids wurden über 10.000 festgenommen und ein Teil der Migranten unter diesen wird abgeschoben. Unter den Abgeschobenen sind auch bekannte Philosophen wie Emma Goldman. Und der geplante kommunistische Aufstand, der ließ auf sich warten. 1921 kommt es zu der Gründung der Communist Party of the USA, die fortan als verlängerter Arm der Sowjetunion in den USA dienen soll. Mit dem Einsetzen des Kalten Kriegs schwindet jegliche Überlebenschance für linke Parteien. Spätestens mit dem Beginn des zweiten Red Scare und dem Beginn der Hexenjagd McCarthys auf angeblich Kommunisten ziehen sich viele Linke aus der öffentlichen Politik zurück. McCarthy lässt mit seinem House of Un-American Activities vermutete Sowjet-Spies vor Gericht stellen, unter ihnen auch berühmte Persönlichkeiten wie Albert Einstein und Thomas Mann. Wegen Streitigkeiten über die Haltung der Socialist Party gegenüber dem Vietnamkrieg spaltet sich die Partei. Aus der alten Socialist Party entstehen die sozialdemokratische SD-USA, die demokratisch-sozialistische SP-USA und die ebenfalls demokratisch-sozialistische DSA, die alle das Erbe der Socialist Party für sich beanspruchen. Auf Universitätscampussen formiert sich während des Kalten Kriegs eine neue politische Linke, die auf Counterculture setzt und dem alten, dogmatischen Marxismus den Rücken kehrt. Philosophen wie Noam Chomsky und Murray Bookchin gehen aus den neuen Linken hervor. Gekämpft wird gegen Krieg, bevorzugt den Vietnamkrieg, und Autoritäten, alte anarchistische Tendenzen brechen wieder hervor. Aus ideologischen Differenzen zerstreut sich die neue Linke wieder. Warum also gibt es keine große linke Partei? Politische Angriffe haben jegliche Gehversuche einer Linkspartei zunichte gemacht. Andererseits hatten sozialistische Parteien schon seit Beginn ein schwieriges Standbein.
Wir haben den kanadischen Historiker Tristan Johnson zu dem Thema befragt. When the United States was founded, when the American Revolution happened, it was led by the capitalist class, which then after the colonial control was taken off, they reshaped the United States to benefit their own interests, which meant that it became a very business-friendly organization. Seit ihrer Gründung war die USA sehr wirtschaftsfreundlich eingestellt. Ist der amerikanische Traum tot? Für viele Amerikaner scheint es mittlerweile so. Die USA übertrifft seit Jahrzehnten Europa in ihren Armutszahlen, mit 14% der Amerikaner, die in Armut leben müssen. Hohe Studiumsgebühren und ein marodes Gesundheitssystem führen zu enormen Verschuldungen. Eine überraschende Krankheit bedeutet oft für Jahre anhaltende Schulden. Wenn medizinische Kosten nicht bezahlt werden können, greifen verzweifelte Einzelpersonen oft zu Online-Spendenkampagnen. Die Gewerkschaften sind aufgrund der immer noch anhaltenden Auswirkungen der Red Scares meist machtlos. Der Glaube in den Laissez-faire-Kapitalismus, der so lange das ideologische Fundament der USA gebildet hat, schwindet. Und die alten Establishment-Parteien? Die wirken für viele Desillusionierte immer mehr ideenlos und verzweifelt. Ein Faktum, das Donald Trump schließlich den Einzug ins Weiße Haus ebnete. Gegen die demokratische Hillary Clinton setzte sich der Geschäftsmann in einem schmutzigen Wahlkampf schlussendlich durch. Was zuerst als größte Niederlage der amerikanischen Mitte links galt, kehrt sich schön langsam ins Gegenteil. Trump war wohl, überraschenderweise, das Beste, was den amerikanischen Linken passieren konnte. Auch für viele Trump-Wähler, die den Donald aus Verzweiflung über ihre finanzielle Situation gewählt haben, bedeutet Trumps Versagen, Armut in Amerika gezielt zu bekämpfen, ein Umdenken. Trumps Beliebtheit sinkt wiederholt seit Amtsantritt und seine bisherige Präsidentenlaufbahn ist übersät mit Skandalen. Mit dem weltweiten Misstrauen gegen Amerikas Staatschef und den organisierten Protesten bekommen alternative, oftmals sozialistische Institutionen Zulauf, wie zum Beispiel die Democratic Socialists of America. Die DSA, eine Abspaltung der Socialist Party, konnte am meisten von der Unzufriedenheit profitieren. Innerhalb von 10 Monaten nach Trumps Wahlsieg konnte sie einen Mitgliederzuwachs von 300% feiern. Die Partei plant weniger auf nationaler Ebene Plätze zu erringen, sondern organisiert sich bevorzugt kommunal. 35 Mitglieder der DSA begleiten mittlerweile staatliche Ämter, nahezu alle auf regionaler Ebene. Wegen des festgefahrenen Zwei-Parteien-Systems der USA ist ein Einzug der DSA in den Kongress quasi unmöglich. Stattdessen greift man auf Taktiken der Tea Party zurück, die für ihre Einflussnahme auf die Republikaner bekannt wurde und versucht, von außerhalb die Demokratische Partei zu beeinflussen. Everyone on the left agrees that the Democratic Party must be our main political arena. Der jüngste Erfolg der DSA, Alexandria Ocasio-Cortez, schaffte es, sich im demokratischen Vorwahlkampf gegen den alteingesessenen Abgeordneten Joseph Crowley durchzusetzen. Für die New Yorkerin und Mitglied der DSA ist nun ein Einzug in den Kongress nicht unwahrscheinlich. Anders als viele Mitte-Links-Parteien in Europa ist das Endziel der DSA noch immer die Überwindung des Kapitalismus, zumindest rein formell. Die Partei ist personell sehr stark gefächert. Die Mitglieder bestehen aus Sozialdemokraten, die vermehrt ein Wirtschaftssystem wie in Skandinavien anstreben, aber auch aus klassisch antikapitalistischen Sozialisten und auch einige Anarchisten haben sich in der DSA wiedergefunden. Die DSA ist in puncto politischer Positionierung vermutlich mit den sozialistischen Parteien Europas in der Zwischenkriegsphase zu vergleichen. Damals beherbergten diese noch eine wilde Mischung aus Radikalen und Moderaten. Die DSA ist, wenn man so will, ein Blick in die Vergangenheit, aber vielleicht auch ein Blick in die Zukunft. Of the millennials in the survey, the majority said they would prefer to be in either a socialist, communist or even a fascist country. 70-80% der DSA sind unter 35, viele noch jünger. Sozialismus wirkt faszinierend für viele junge Amerikaner. Aber warum sind gerade jetzt linke Ideen in der jungen Bevölkerung so populär? Take this generation that got very highly educated and then throw them into a workforce that doesn't want to hire anybody. And yeah, you have a lot of idle people with a lot of education. That is a prime recipe for, I think that almost is the point for point the exact same situation that you saw in World War I Germany with like the rise of intellectual leaders and like the socialist movement there in Germany. People who have a lot of education are doing a lot of theorizing, a lot of activism, but don't have many career prospects is like the ultimate combo for creating agitation, and I think that's what's happening. Die neue Generation an Amerikanern ist gänzlich ohne den Kalten Krieg aufgewachsen. Vermehrt wird das Wort Sozialismus nicht mehr mit dem Sowjettotalitarismus verbunden, wie es noch alte Generationen taten.
Wenn man viele heutige DSA-Mitglieder und selbstdeklarierte Sozialisten fragt, wo sie das erste Mal mit antikapitalistischen Ideen konfrontiert waren, hat man oft eine Antwort: Occupy. Occupy Wall Street war das erste Zeichen einer Wiederauferstehung der amerikanischen Linke. Die Protestaktion schaffte es, die Ungleichheit in den USA in die Mainstream-Medien zu drängen und politisierte viele junge Amerikaner. Mittlerweile ist die DSA ein Teil einer neuen Linke geworden. 2017 machten die Amerikaner Bekanntschaft mit einer Gruppe, die in Europa schon verbreitet ist. Antifa. 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 Antifa oder die antifaschistische Aktion gibt es hier in Europa schon seit den 70ern. Das vermehrte Aufkommen von organisierten Antifaschisten kommt aber nicht von irgendwo. Im Fahrwasser von Trumps Sieg bei der Präsidentenwahl bekam die neofaschistische Alt-Right immer mehr Zuwachs. Währenddessen wollten viele Alt-Righter von dem Rechtsruck Trumps profitieren und versuchten immer mehr, ihre Vorstellungen in den politischen Mainstream hineinzudrängen. Das löste eine großflächige Gegenreaktion aus. Gegenproteste und Störaktionen gegen Alt-Right-Veranstaltungen waren vorprogrammiert. Öfters eskalierte die Situation, mit dem Faustschlag gegen den inoffiziellen Sprecher der Alt-Right, den Nationalisten Richard Spencer, Pepe's become kind of a symbol. wurde eine Debatte, ob Gewalt gegen Nazis gerechtfertigt sei, losgetreten. Even though their cause is just and their cause is noble, I think they have actually hurt the overall progress of the left in American discourse, but I think they did so in order to save people from receiving actual violence from actual fascists. And I think that what they're doing is making a bold and brave stance against the rise of the far radical right. Sei es durch Protest oder aus einem Imageverlust in den Medien, die Alt-Right befindet sich heute auf dem absteigenden Ast. Bei der Konferenz der Democratic Socialists 1991 trat ein Mann als Redner auf. Ein Mann, der Jahre darauf der amerikanischen Linke neues Leben einhauchen sollte. Bernie Sanders. Mit einer ähnlichen Dynamik wie der britische Labour-Vorsitzende Jeremy Corbyn konnte Sanders eine rasant wachsende Gruppe von Unterstützern in der Vorwahl zur Präsidentenwahl versammeln. Der parteilose Senator war in seiner College-Zeit zum Sozialisten geworden und kam auch immer wieder mit der Socialist Party und den Democratic Socialists in Kontakt. Politisch schaffte es Sanders über die Jahre immer wieder in Ämter gewählt zu werden, so gut wie immer als Parteiloser. Er gilt als politischer Rebell. Seine Geschichte der Parteilosigkeit musste er allerdings 2016 beenden, um bei den Vorwahlen der Demokraten für einen Platz als Präsidentschaftskandidat anzutreten. Trotz einer mittlerweile stark gewachsenen Basis verlor Sanders gegenüber der Establishment-Kandidatin Hillary Clinton, unter anderem auch weil der Außenseiter von der Parteispitze benachteiligt wurde. Sanders ist bei den demokratischen Eliten unbeliebt. Er symbolisiert immerhin einen Umschwung im doch recht wirtschaftsfreundlichen Denken der Amerikaner. Personen, die von der jetzigen Situation profitieren, stellen und stellten sich gegen ihn, innerhalb und außerhalb der Demokratischen Partei. Neben klassisch progressiven Vorhaben wie ein Kampf gegen Rassismus, Sexismus und die Erderwärmung will Sanders auch ein universales Gesundheitswesen durchsetzen. Den Einfluss der Wirtschaft auf die Politik will der 78-Jährige bekämpfen. Weitere Ziele sind eine gemäßigtere Außenpolitik, ein Anheben des Mindestlohns von 7 auf $15 und eine Investition in die amerikanische Infrastruktur. Eine Hauptkritik an Sanders Policies: sie seien zu teuer, auch fürchten viele Experten, dass Sanders im momentanen politischen Klima nicht fähig wäre, seine Pläne im Kongress durchzusetzen. And defeat a ruling class whose greed is destroying our nation. Viele der neuen Mainstream-Linken, unter ihnen auch Bernie Sanders, bezeichnen sich als demokratische Sozialisten. Ihre Politik ist aber vermehrt klassisch sozialdemokratisch, wie zum Beispiel ihr Verlangen nach einer Verbesserung des Gesundheitssystems. Aber warum dann die Bezeichnung demokratisch-sozialistisch, wo doch das schiere Wort Sozialist in der amerikanischen Bevölkerung einen aus dem Kalten Krieg überdauerten Beißreflex auslöst? You have to know when you're following American politics is that they have a different vocabulary for pretty much all political discourse. Like they have their hardcore revanchist far right considered conservatives. Their conservatives are called liberals. And when it comes to democratic socialism, I think that it was one of those things where anytime social democracy was pushed in the United States, that it was a smear word to try and make it look evil and socialist and try to dismiss it. It's kind of like how in America you sometimes hear
by anti-universal healthcare people, calling it socialized medicine, which is a word that doesn't really make a whole lot of sense, but that's their idea of like trying to make it look socialist. And I think that was probably a label that was applied to people who believed in social democracy, and without knowing that, you know, democratic socialism is its own thing and it has its own history in Marxist thought that has nothing to do with like what Bernie Sanders wants to do. It's much more radical than like what Bernie Sanders wants. But Bernie Sanders is a social democrat who's calling himself a democratic socialist because I think he's trying to own the label, because that's socialist is just a label that's always going to be thrown at him. And I think that for a lot of people who identify as democratic socialists or social democrats, that the label is going to show up, and the only way for them to make any progress will be to own the term and change the emotional revulsion that a lot of Americans have towards the word. I might give you a little jazz, but primarily I just want to know what you think. So let's start with number one. You are a socialist. What does that mean? Für konservative Amerikaner ist Bernie Sanders eine Feindfigur. Toxic bunch of commies. That my next guest says socialism is a violation of basic human rights. Aber auch viele eingefleischte Liberale lehnen Sanders ab. Hauptsächlich, weil Sanders sich weigert, sich dem Parteiapparat der Demokraten zu unterwerfen. Auch unter Linken ist Sanders nicht ganz unumstritten. Der von ihm ausgegangene Linksruck wird zwar begrüßt, aber viele zweifeln an Sanders Ernsthaftigkeit. First of all, Bernie Sanders may use the word socialist, but he's basically a New Dealer. Now, in the current American political spectrum, to be a New Dealer is to be way out on the left. Meint der Philosoph Noam Chomsky. Für viele Linke, unter anderem auch die DSA, ist Sanders nicht links genug. Ein merklicher Linksruck innerhalb der Demokratischen Partei ist nicht zu leugnen. Ausgelöst von Sanders und fortgeführt von seinen Sympathisanten und Organisationen wie die DSA. Amerikas Linke schläft nicht mehr in ihren langen, fremdverordneten Schlaf, sondern steht an vorderster Front. Und sollte es tatsächlich zu einem Präsidenten Sanders kommen, wäre das vermutlich der Startpunkt für weitere große Umbrüche in den USA. Was Sanders tatsächlich erreichen würde, kann man natürlich nur schwer prophezeien. Vermutlich würde das Gesundheitssystem reformiert werden. Auch kann man mutmaßen, dass Sanders eine Gorbatschowisierung der Außenpolitik bewirken könnte. Das Muskelflexing mit China und Russland könnte vermindert werden und die Außenpolitik der USA könnte sich weniger aggressiv gestalten. Schlussendlich aber ist es schwer, die Zukunft mit einem Präsidenten Sanders vorherzusagen. Sanders Handlungen könnten immerhin auch stark von seinem Team und seinen Beratern abhängen. Sollte es tatsächlich zu einem nachhaltigen Linksruck in den Staaten kommen, wäre es ein Fehler zu denken, dass das nur auf die USA beschränkt bleibt. Erfolg zieht immer Imitatoren, Sympathisanten und Gegenreaktionen an. Was sich als besonders erfolgreich herausstellt, wird auch bald seine Auftritte in Europa und dem Rest der Welt feiern können. Oh, say, do you remember 25 years ago? They fought a fascist army, they fought a fascist foe. Do you remember Franco? Hitler sold a lie. He butchered Spain's democracy, 500,000 died. Aye, did you wonder why? Did you ever pause and cry? Aye, did you wonder why? Did you ever pause and cry? And don't forget the churches and the sad role that they played. They crucified their people and worked the devil's trade. But now the wounds are healing with the passing of time. We sent them planes and rifles and recognized their crime. Aye, did you wonder why? Did you ever pause and cry? Aye, did you wonder why? Did you ever pause and cry?